Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Produktivität. Die 145 besten Hacks von Simon Brenner ist ein praxisnaher Leitfaden für Menschen, die ihre Effizienz und Motivation sowohl im Berufs- als auch im Alltagsleben steigern möchten. Der Autor verbindet Erkenntnisse aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung mit bewährten Methoden des Zeitmanagements, um Lesern konkrete Tipps und Strategien an die Hand zu geben. Ziel ist es, mit wenig Aufwand mehr zu schaffen, das eigene Wohlbefinden zu stärken und dabei eine nachhaltige Disziplin zu entwickeln. Brenner richtet sich sowohl an Berufstätige als auch an Studierende und Privatpersonen, die ihren Tag effektiver gestalten und ihre Ziele mit Leichtigkeit erreichen möchten. Dabei verzichtet das Buch auf theoretische Abhandlungen und liefert stattdessen leicht verständliche, direkt umsetzbare Hacks, die inspirieren und motivieren. Durch die große Themenvielfalt und die Fokussierung auf Sofortanwendbarkeit kann jeder Leser individuell auswählen, welche Techniken am besten zu den eigenen Lebensumständen passen. Das macht dieses Buch zu einem wertvollen Werkzeug für alle, die endlich Schluss machen wollen mit Stress, Aufschieberitis und ineffektiver Zeitverschwendung. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Psychologische Grundlagen der Produktivität. Im ersten zentralen Thema beleuchtet Simon Brenner, wie psychologische Prinzipien unser produktives Handeln beeinflussen. Er beschreibt unter anderem das Zusammenspiel von Gewohnheitsbildung, intrinsischer Motivation und Selbstbild und warum der Glaube an sich selbst einen enormen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Brenner erklärt praxisnah, wie man mentale Blockaden erkennt und überwindet sowie negative Glaubenssätze auflöst, die häufig echte Produktivitätskiller sind. Ansätze wie Visualisierung, Selbstreflexion und positive Affirmationen helfen dem Leser, neue Denkweisen zu etablieren. Er zeigt darüber hinaus, wie das Verständnis psychologischer Auslöser dabei hilft, Routinen zur zweiten Natur werden zu lassen. Wer weiß, wie Motivation funktioniert, kann sie gezielt stärken und langfristig nutzen. Das Kapitel vermittelt, dass ein bewusster Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen der Schlüssel zu anhaltender Leistungsfähigkeit und Lebenszufriedenheit ist. Zweitens. Effektives Zeitmanagement. Die Kunst, die eigene Zeit richtig zu organisieren, steht im Mittelpunkt dieses Abschnitts. Brenner stellt verschiedene Zeitmanagementmethoden wie Eisenhower-Prinzip, Pareto-Regel, 80-20, Pomodoro-Technik und das Prinzip der Priorisierung vor. Jede Methode wird kompakt erklärt und mit konkreten Anwendungstipps versehen, sodass Leser sofort erkennen, welche Strategie zu ihrer Persönlichkeit und ihrem Alltag passt. Besonders wertvoll sind die Hinweise, wie sich Ablenkungen systematisch reduzieren lassen, digitaler und analoger Overload vermieden wird und wie man auch bei hoher Arbeitsbelastung fokussiert bleibt. Tipps zur optimalen Planung und zum Umgang mit To-Do-Listen runden das Kapitel ab. Ergänzt werden diese Methoden durch kurze Selbsttests und Reflexionsfragen, die helfen, die eigene Situation zu analysieren und die Zeitmanagement-Tools individuell anzupassen. Brenner betont, dass Zeitmanagement mehr als nur das Abarbeiten von Aufgaben ist. Es geht um die bewusste Gestaltung eines ausgefüllten, erfüllten Lebens. Drittens. Motivation und Disziplin im Alltag. Ohne Motivation und Disziplin bleiben auch die besten Methoden des Zeit- und Selbstmanagements wirkungslos. In diesem Kernthema zeigt Brenner, wie man sich selbst wirksam motiviert und innere Widerstände bricht. Er liefert praxistaugliche Motivationshacks, die von der persönlichen Zieldefinition über das Setzen von Belohnungen bis hin zur Bewältigung von Rückschlägen reichen. Disziplin wird nicht als angeborene Eigenschaft dargestellt, sondern als Fähigkeit, die durch gezielte Strategien stetig aufgebaut und gestärkt werden kann. Dazu zählen das Etablieren von festen Tagesroutinen, Microhabits, kleine Gewohnheiten mit großer Wirkung und die Gestaltung eines unterstützenden Umfelds. Brenner arbeitet heraus, wie wichtig Selbstverantwortung und Konsistenz sind und wie man sich auch an Tagen ohne Lust zum Weitermachen bringt.
Dieses Kapitel bietet alltagstaugliche Tools für mehr Standhaftigkeit, Resilienz und nachhaltige Verhaltensänderung. 4. Umgang mit Stress und Energiehaushalt. Produktivität bedeutet nicht, ständig auf Hochtouren zu laufen, sondern die eigene Energie klug einzusetzen und zu regenerieren. Brenner widmet sich dem Thema Stress, erklärt dessen Ursachen und zeigt, wie man durch Achtsamkeit, Pausenmanagement und gezielte Entspannungsübungen Burnout und Überlastung vorbeugen kann. Er gibt Hinweise zum optimalen Arbeitsrhythmus, zum Umgang mit Multitasking und digitalen Ablenkungen. Besonders hilfreich sind die Tipps zur Schlafoptimierung und zur Rolle von Bewegung und Ernährung für die Leistungsfähigkeit. Die Leser lernen, wie sie ihren Tagesablauf so strukturieren, dass Erholung, Kreativität und Produktivität in einem gesunden Gleichgewicht stehen. Das Kapitel animiert dazu, Selbstfürsorge aktiv zu leben und sich bewusst Auszeiten zu gönnen, um langfristig leistungsfähig zu bleiben. Schließlich Integration der Hacks in den eigenen Alltag. Das abschließende Thema widmet sich der nachhaltigen Umsetzung der zahlreichen Produktivitätshacks. Brenner gibt hierzu eine strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man neue Gewohnheiten etabliert und alte Muster ablöst. Der Leser erfährt, wie er die passenden Methoden auswählt, progressiv in den Alltag integriert und seine Entwicklung regelmäßig überprüft. Hilfreich sind praktische Checklisten, Wochenpläne und Anleitungen, die nachhaltig zu einer Steigerung der Lebensqualität führen. Das Kapitel betont die Bedeutung eines individuellen Ansatzes. Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse und Herausforderungen. Darum zeigt Brenner Wege auf, die Produktivitätstricks flexibel anzupassen und kontinuierlich zu verbessern. Dieser Leitfaden macht Mut, den Anfang zu wagen und auch Rückschläge als Teil des Weges zum persönlichen Erfolg zu begreifen. Zusammenfassend: Produktivität. Die 145 besten Hacks von Simon Brenner ist ein vielseitiges und praxisorientiertes Handbuch für alle, die im Job und Alltag effektiver, zielgerichteter und zufriedener werden wollen. Das Buch richtet sich an Menschen, die das Gefühl haben, im Strudel der täglichen Aufgaben und Ablenkungen den Überblick zu verlieren, ebenso wie an ambitionierte Selbstoptimierer, die ihre Routinen weiterentwickeln möchten. Besonders profitieren Leser, die nach konkreten, sofort umsetzbaren Tipps suchen, ohne sich durch theoretische Abhandlungen zu arbeiten. Das Buch ist ideal für Berufstätige, Studierende, Freiberufler, Selbstständige und alle, die mehr aus ihrer Zeit und Energie machen wollen. Der große Mehrwert dieses Titels liegt in der Kombination aus psychologischem Grundwissen, praxiserprobten Methoden und Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Lebenssituationen. Im Vergleich zu anderen Produktivitätsratgebern bietet Brenner eine außergewöhnliche Bandbreite an Tools und baut dabei auf aktuelle Erkenntnisse der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung auf. Die abwechslungsreiche Struktur mit kurzen Abschnitten ermöglicht es, gezielt Hilfestellungen für individuelle Herausforderungen nachzuschlagen. Außerdem überzeugt das Buch durch seine inspirierende Sprache und motivierenden Schreibstil, der Lust macht, die Hacks sofort im eigenen Leben auszuprobieren. Wer nach nachhaltigen Lösungen für Aufschieberitis, Überforderung und Motivationslöchern sucht, findet in diesem Buch ein wertvolles, langjährig einsetzbares Nachschlagewerk. Es liefert Handlungsimpulse für die persönliche Weiterentwicklung und hilft, sich von schlechten Gewohnheiten endgültig zu verabschieden. Mit dem Kauf dieses Buches investieren Sie nicht nur in mehr Produktivität, sondern auch in Lebensfreude, Selbstvertrauen und persönliche Freiheit. Ein Argument, das viele andere Ratgebern in so kompakter Form nicht bieten. Wenn Sie unterstützen möchten, Simon Brenner, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.